Die Bachelorarbeit trägt den Titel Adaptive Erweiterung eines bestehenden Lernmanagementsystems. Das Ziel der Arbeit ist es, ein bestehendes System um adaptive Mechaniken zu erweitern, sodass dadurch personalisiertes Lernen ermöglicht wird. Bei dem bestehenden System handelt es sich um Schule 4.0, welches innerhalb eines interdisziplinären Projekts an der Hochschule der Medien von Studierenden entwickelt wird. Die Herausforderung dabei ist, dass allgemein adaptives oder häufig auch personalisiertes Lernen ein sehr großes Forschungsgebiet ist und bereits seit 100 Jahren an adaptiven Lernsystemen geforscht wird. Speziell gegenwärtige Systeme sind sehr komplex. Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, wurde wie folgt vorgegangen. Die Arbeit gliedert sich in grob 3 Teile, einen allgemeinen, einen spezifisch-theoretischen und einen praktischen Teil. Zunächst wurde eine allgemeine systematische Literaturrecherche durchgeführt mit den Fragestellungen: Was ist eigentlich adaptives Lernen, was gibt es dort für verschiedene Ansätze und wie funktionieren typischerweise adaptive Lernsysteme? Basierend auf den Erkenntnissen wurde ein Konzept zur Erweiterung des bestehenden Systems entwickelt, welches aus einem Wireframe-Prototyp und Ansatz eines adaptiven Agenten besteht. Dieses Konzept wurde anschließend mit 6 Experten in einer Fokusgruppe evaluiert. Ziel war es, aus den Erfahrungen der Experten das finale Konzept der adaptiven Erweiterung zu entwickeln. Das ursprüngliche Konzept wurde nach der Fokusgruppe verworfen und ein neues entwickelt. Zu dem neuen lernpfade-zentrierten Ansatz wurden anschließend eine weitere Literaturrecherche durchgeführt, die sich mit verschiedenen Ansätzen und Verfahren zur Personalisierung von Lernpfaden auseinandersetzt. Anschließend wurde ein Ansatz ausgewählt, bestehende Systeme untersucht und anhand fester Kriterien miteinander verglichen. Zur Umsetzung der Erweiterung wurde ein systematisches Vorgehen mit UML aus dem Software Engineering verwendet, welches sich in 4 Phasen gliedert: Anforderungsanalyse, Grobdesign, Feindesign und Implementation. Zum Abschluss wurden Beispielszenarien entwickelt und die adaptive Erweiterung von den gleichen Experten wie zu Beginn in einer Fokusgruppe evaluiert. Schauen wir uns nun die implementierte Software an. Die adaptive Erweiterung ist ein grafischer Editor, mit welchem Lehrkräfte adaptive Lernpfade erstellen und mit ihren Schülern teilen können. Die Schule 4.0 Lernplattform besteht im Kern aus 2 Elementen: Pins und Boards. Ein Pin ist im Grunde ein multimediales oder interaktives Dokument und Boards sind Ordner. Die Lehrkraft erstellt wie gewohnt ihre Pins für die nächste Unterrichtsstunde und speichert diese in ihrer privaten Ablage. Anschließend legt sie einen neuen adaptiven Lernpfad an und wechselt in den Bearbeitungsmodus. In diesem Modus können nun Elemente hinzugefügt und frei angeordnet werden, wie zum Beispiel die zuvor erstellten Pins. Damit auch ein Pfad entsteht, werden Übergänge zwischen den einzelnen Pins definiert. Bei einem Aufgabenpin können zusätzlich noch Bedingungen definiert werden. Zum Beispiel, wenn der Schüler mehr als 4 Punkte erreicht hat, darf er eine zusätzliche Übungsaufgabe machen. Ansonsten geht es normal weiter. Die Schüler haben ebenfalls Zugriff auf den Lernpfad, sehen jedoch zunächst nur das Startelement. Mit einem Klick auf Weiter gelangen sie zum nächsten Pin. Stehen dem Schüler mehrere Folgeelemente zur Auswahl, so muss dieser sich entscheiden. Die Lehrkraft kann hierfür Hinweise hinterlassen. Wenn der Schüler nun zurück auf den Lernpfad navigiert, sieht er genau, welchen Pfad er genommen und wo er aufgehört hat. Nach Meinung der Experten kann mithilfe des Editors individualisiert auf die Lernenden eingegangen und die Lernpfade pädagogisch vielseitig eingesetzt werden, wie zum Beispiel zum Üben, synchrones oder asynchrones Lernen, Lernen in Gruppen, einzeln oder konkret zur Prüfungsvorbereitung.